So viele schöne Momente sind es wert, festgehalten zu werden. In meinem Fotoalbum Glücksmomente 2022 geht es weiter mit der zweiten Doppelseite. Insgesamt 12 innovative, raffiniert gestaltete Seiten sind geplant. Heute gibt es die Mechanik der Popping Flapcard als Anleitung und dazu stimmungsvolle Bilder vom Schönberger Strand. Ich verwende das Stempelset Oceanfront dafür. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich habe ja letztens angefangen mit diesem Glücksmomente-Album von 2022. Hier siehst du meine erste gestaltete Seite, das ist Kappeln an der Schlei mit der Windmühle. Und hier dieser Mechanik mit diesem Überraschungseffekt. Ja, hat ziemlich viel Spaß gemacht und es soll auch weitergehen. Zwar jetzt lose Reihenfolge, vielleicht nicht jeden Monat, aber am Ende des Jahres, denke ich, haben wir irgendwie 12 Momente zusammen. Und heute die Popping Flapcard. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert in klein und in groß. Und es geht einfach mal los, indem ich zuerst die Mechanik zeige. Ich sage noch mal kurz 2 Sätze zum Gestalten des Albums. Ich habe mich entschieden, ich habe A3 Farbkarton in Schwarz genommen, 300 Gramm Gewicht. Genau. Warum habe ich das gemacht? Damit ich am Ende gestalten kann. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich mein Album, wie dick es zum einen wird und wie ich es dann binden möchte. Und deswegen habe ich einfach die lange Front von A3 auf 21 cm geschnitten und mir eine Falzlinie bei 29 cm gesetzt. Also meine Seiten sind am Ende 21 x 29. Falls du mit A4-Blättern arbeitest, berücksichtige das, du brauchst einen breiteren Streifen zur Bindung. Es sei denn, du nimmst eine Bindung, die du dann wieder an das Blatt montierst. Ja, hier siehst du, ich habe mich gleich mal vertan, das macht aber nichts, weil ich möchte sowieso hier ja mit dem Stempelset diese schönen maritimen Dinge gestalten. Meine Seiten, meine Mattung ist normalerweise 20,5 x 28,5 und da habe ich genau 1 cm geloost. Lassen wir jetzt einfach so, da werden wir nachher dann unser Motiv draufkleben. Auf der linken Seite kommen jede Menge Fotos und rechts kommt die Mechanik. Und wie habe ich die gestaltet? Dafür brauchst du verschiedene Kartonzuschnitte. Also ich habe Grundweiß genommen und zwar das extra starke, damit das wirklich super stabil ist. Für mein Album habe ich dann eigentlich wieder schwarz genommen. Auch das ist sehr stabil. Da entscheide, wie du das brauchst. Aber fürs Muster habe ich jetzt in Grundweiß und damit habe ich auch schon ein bisschen rumexperimentiert. Wundere dich nicht, das sieht ein bisschen komisch aus. Okay, du brauchst ein großes Stück. Das hat die Maße 13 x 29 cm und braucht eine Falzlinie bei 13 cm und dann hast du hier vorne ein quadratisches Feld. Dafür brauchst du auch gleich ein Designerpapier, habe ich zugeschnitten in 12,5 x 12,5. Hier ist es dann schon fertig aufgeklebt. Außerdem brauchst du ein kleines Stück in 12,5 x 4 cm. Und du brauchst einen Streifen für Klebeflächen 12,5 x 2 cm und das Ganze zweimal. Ich nehme da mir ein Stück und zeige dir gleich mal, wie ich das zerschneide. Ich habe hier also den Streifen 12,5 was übrig gehabt und lege jetzt hier an. Bei 1 cm ziehe mir eine Falzlinie, schiebe weiter auf 2 cm und schneide ab und habe meine erste Klebefläche und das gleiche mache ich einfach nochmal. Schneideklinge immer schön weit weg. 1 cm falzen, 2 cm schneiden. Ja, das war genau deswegen. Moment, das ließ sich schlecht anfassen. Also nochmal. Drehen wir mal um. Hier wird wieder mal gepfuscht. Ich mache das eigentlich deswegen, damit mir das nicht verrutscht. Also 1 cm und dann bei 2 cm schneiden. Da kann man es eben schlecht festhalten. Das ist schön langsam, dann funktioniert. Ja. Auch hier geht immer mal was schief. Jo, das sind meine Klebeflächen. Die falze ich auch der Länge lang, gut flach. Wo ich das Falzbein gleich noch nehme. Dann arbeite ich im Album sehr viel mit doppelseitigem Abreißklebeband. Das setze ich hier auf jede Seite auf.
Zweite Klebefläche auch. Ja, können wir gleich machen. Dieses kleine Stück kleben wir noch nicht ein. Das hier ist mein Friemelkram. Weil, wie gesagt, wir übten ja noch. Also eine Folie abziehen und dann hier oben bündig an die Kante setzen. Und das gleiche machen wir unten auch. Ja, ich habe da ein bisschen getüftelt und gefriemelt. Bei der Karte war das wesentlich einfacher. Hier musste ich festlegen, welche Größe ich für die Fotos haben möchte. Und da habe ich ein bisschen gebaut. So, das haben wir soweit. Du könntest die Kanten noch ein bisschen schräg schneiden, musst du aber nicht. Das ist nicht so dramatisch. Wichtig ist, dass dieses Feld jetzt hier oben aufgesetzt wird. Nicht vorher, sondern jetzt. Also nochmal, da ja Fotos hier reinkommen, bin ich mit Flüssigkleber mal ein bisschen zurückhaltend. Und Papier hat ja immer eine Dehnrichtung, geköpftes Papier. Und dann dehnt es sich aus und nicht, dass mir dann was verzieht am Ende und alles nicht mehr so schön aussieht. Hier kommt also mein Streifen rein. So, und jetzt kommen wir zur Mechanik. Dafür brauchen wir ein Innenteil, 12 cm mal 27 cm. Und das falzen wir auch bei 12 cm und haben hier vorne wieder ein Quadrat. Die anderen Designerpapiere kannst du später aufkleben. Dieses solltest du jetzt aufkleben in 11,5 mal 11,5 cm. Legst du die schon mal hier rein. Und ich nehme mir dann ja hier so eine Klammer, lege mir das schon mal so hin, dass es mittig in meiner Mattung liegt und überhaupt gut passt, gerade, und hast du nicht gesehen, so liegt das. Und jetzt kommt die absolute Mechanik und das ist ein Feld. Ich habe ausgemessen 10 mal 8 cm. Und an der kurzen Seite habe ich es bei 1 cm links und rechts gefalzt. Und da habe ich auf der einen Seite hier mein doppelseitiges Abreißklebeband geklebt und gegenüberliegend auf der anderen Seite. So, okay, dann falzen wir das hier mal. Und wir ziehen das Ganze auch noch entweder über die Tischkante, die kann ich aber nicht ins Bild holen, also nehme ich mein Lineal, fasse das mittig an und wölbe das Ganze. Also wenn ich es irgendwo rüberziehe, kann ich es wölben, und wenn es ziemlich groß ist, geht das so am besten. Ich habe noch ein Falzbein, aber das hat ja dann doch irgendwie eine leichte Rundung, also so. Jetzt klebe ich, ziehe ich die erste Schutzfolie hier drüben ab und klebe es bündig hier mittig an diese Seite. Gut abgeschlossen. Die Wölbung muss nach oben gehen. Dann lege ich das Ganze gerade ein. Wenn die Mechanik einmal klebt, können wir nichts mehr richten. Also muss alles vorher so weit sein. Hier oben ist jetzt die zweite Klebefläche. Jetzt ziehe ich alle Schutzfolien ab. Gucke, dass hier es gut angepasst liegt, mittig. Die Mattung berücksichtigt. Lege das hier flach, halte das flach und klappe diese Seite komplett von oben drauf. Und hoffe, dass alles hält und das ganze Ding super funktioniert. Jetzt wird hier nochmal flach gestrichen, hier drüben auch. Da in der Mitte kommen wir ja nicht genau ran, streichen wir komplett. Und die Spannung steigt. Hier fasse ich jetzt an und ziehe raus. Und es läuft ziemlich gut. Es läuft. Sehr schön. Mal gucken beim Laufen, ob es auch richtig rumläuft. Ja, es wälzt sich praktisch einmal da innen durch. Ja, so einfach geht die Popping Flap Card. Wie gesagt, es kommt nochmal eine Anleitung für eine ganz normale Faltkarte. Ich habe das hier schon mal so ein bisschen vorbereitet und würde damit jetzt in Schwarz weiterarbeiten. Du siehst, ich habe außen drauf geklebt, hier drin habe ich das, und jetzt kommen wir zu noch zwei Designerpapieren in den Maßen 11,5 mal 11,5 und einem Streifen in 11,5 mal 2,5. Du könntest hier drüben auch ein ganzes Feld schneiden in der Größe 11,5 mal 14,5, musst dann aber berücksichtigen, dass im geschlossenen Zustand dieses Stück hier schon gesehen wird. Und wenn du aufmachst, sieht man ja nur dieses hier drin.
Also macht es Sinn, dass man das einzeln klebt und dann kann man in jedem Fall sein Motiv an der richtigen Stelle sitzen haben. So, jetzt ziehe ich mal hier schnell meinen Klebestreifen ab und setze das mit Mattung gut ausgemittelt hier drauf. Und ein Wahrzeichen vom Schönberger Strand, finde ich zumindest, ist hier der Mann mit dem Regenschirm. Und wir waren da schon so oft, weil wir lieben die Stelle am Schönberger Strand, die ganze Ecke dort. Und auch bei Sturm waren wir da schon öfter. Also wir haben uns schon selber genauso gefühlt wie hier dieser Mann mit dem Regenschirm. So, setzen wir das Grün drauf. Ausgemittelt. Wunderbar. Und dann kommt da mein Foto drauf. Ich werde jetzt nicht alle Fotos kleben, aber schon ein Teil. So, mittig. Notfalls die obere Mitte, nie die untere. So, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Hier drüben kommt ein Bild von uns rein. Mache ich später. Hier wäre jetzt auch noch Platz für ein Foto. Und hier außen drauf haben wir auch Platz. Und was sind so ein paar Impressionen? Das fand ich auch total schick, sowas gefällt mir. Und da habe ich hier so ein Schnipsel aus diesem Designerpapier, ganz mein Geschmack. Zugeschnitten als Mattung für mein Foto. Das Foto ist 9×13, also ist das hier noch 5 mm größer. Und das klebe ich hier drauf, so als ob das sowas wie eine Stranddecke ist. Und weil es ja noch kein Sommer ist, sondern Februar, als wir am Strand waren. Das ist eine dunkle Stranddecke, die mehr wärmt und nicht nur vom Sand abhält. So meine Geschichte dazu. Das kommt dann am Ende da drauf. Was habe ich noch? Ich hätte noch mehr Sanddecken, die lege ich mal hier hin. Dann habe ich hier so ein paar Fotoschreiben, habe ich letztens im Fotoladen mir angeguckt, fand ich auch ganz witzig. Habe die mir so sortiert, dass einmal Strand und Düne ist, einmal nur Strand, hier ist nochmal der Spezi und hier haben wir ein paar Häuserimpressionen vom Schönberger Strand. Mal schauen, wie sich das hier so entwickelt. Bin gespannt, aber jetzt kommt ja eigentlich erstmal meine Gestaltung mit dem. Ich habe hier schon mal ausgestanzt die Buchstaben. Du merkst schon, ich bin schon wieder ganz durcheinander beim Denken vor lauter Aufregung. Jetzt kommen mal die Buchstaben, der Strand, wieder mit der Klebefolie, den Klebeblättern. Du weißt wahrscheinlich genau, wie sie heißen. Habe ich schon mal das Wort Strand ausgestanzt. Diesmal nehme ich nicht das Negativ, sondern nur die einzelnen Buchstaben. Wo ich die dann hinsetze, weiß ich noch nicht. Ja, und jetzt kommen wir zur Gestaltung mit dem Stempelset Oceanfront. Dafür habe ich mir ein Muster vorbereitet und Streifen geschnitten. Die habe ich erstmal in 20,5 mal 6 cm geschnitten und werde da mal versuchen, so eine kleine Landschaft zu gestalten. 2 Streifen brauche ich, sind sie alle natürlich nicht ganz gleich breit. Ach, hat ja wieder einer mit der Bogenschnur geschnitten. So, was haben wir? Wir hätten schon mal vorbereitet den Himmel und ich habe gemerkt, es ist immer ganz gut, wenn wir was drunter legen. Gerade bei solchen Stempeln, die praktisch so komplett den Hintergrund stempeln. Ich habe mir hier hergelegt Abendblau, Savanne, Schiefergrau, Anthrazit, Espresso, warum nicht, und ein bisschen Celadon, dass das alles noch so im leicht farblosen Bereich bleibt. Ich würde mal anfangen mit dem Abendblau. Schon mal gleich gucken. Da oben müsste es dunkel sein. Das ist jedes Mal das gleiche. Ich denke immer, ich sehe es, wo es dunkel ist. Ich gehe mit dem ersten Stempel auf die Unterlage, setze den zweiten hier oben drauf und gehe wieder auf die Unterlage. Das kann man ja unterschiedlich stark machen und setze es auf den zweiten Streifen. Okay. Jetzt muss man in jedem Fall heller werden. Also runter. Oh, hat eine kleine Kante. Jetzt werden wir hier mal noch heller. Schauen wir mal.
So, wunderbar, das ist schon mal mein Himmel. Und dann nehmen wir das Element fürs Wasser. Schauen wir mal, das da ransetzen. Das setzen wir so rum ran. Ja. Müssten wir es ja eigentlich seitenverkehrt dran setzen. Ne? Probieren. Wir probieren das einfach mal. Ist ein ganz anderer Effekt, machen wir jetzt aber. Das ist mal der Moment, wo das sein muss. Setzen wir so rum ran. Warum nicht? Du weißt, was ich meine, ne? Dass das so ein bisschen nach außen geht. Genau. Den putzen wir später. Ne, den müssen wir jetzt putzen, weil wir brauchen ihn ja in einer. Ja. So, mal einmal meinen Lappen zum Zwischenputzen. Mal schauen, was du von meinem Meer hältst. Jetzt machen wir das Blau zu. Damit sind wir so grob fertig und gehen auf Savanne. Und setzen einmal das Ganze so rum dran. Und einmal so rum. Okay. Und hier drüben setzen wir das Ganze so rum dran. Und dann so rum. Ja, und dann haben wir unten noch den kleinen Schnipsel. Den setzen wir einfach auch nochmal so, wie es uns passt, dran. Und dann sind wir mit der ganzen Landschaft irgendwie streifig zu einem Ende gekommen. Ja, warum nicht? Das machen wir erstmal zu. Dann hole ich mir hier ein bisschen Anthrazit. Mal die großen Stempel beiseite. Und ein paar kleine Stempelblöcke, sorry. Was hätten wir denn da noch im Angebot? Wir hätten Steine. Die habe ich mir auch schon mal ausgestanzt, also ausgeschnitten, aufgestempelt und aufgeschnitten, weil ich denke, damit kann ich dann nachher besser die Verbindung schaffen. Und setze hier unten mal so ein bisschen Steine im Anthrazit drauf. Lassen wir noch offen. Und nehmen noch die kleinen Steine. Habe ich schon rausgeräumt. Genau. Mal ganz unten. Okay, Finger war jetzt auch drin. Dahin. Und hier nochmal Ecke. Oh, das macht ja schon Fets, damit zu stempeln. Okay. Steine beiseite. Finger putzen. Und dann haben wir dieses Gras. Was da gerade so drauf. Ich nehme jetzt vor allem Celadon im ersten und zweiten Abdruck. Das ist das, was eigentlich weiter vorn so vor sich hin steht, weil ja, größer ist als der Rest. Das sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Oder was denkst du? So, ich hatte hier hinten mir auch schon eine Maskierung gemacht, also eine Schablone. Steine auf Folie gestempelt, also auf Papier gestempelt. Jetzt, Moment, Konzentration lässt. Kaffee. Das ist immer der Moment, wo ich dann auch doch merke, dass das, was ich sage, nicht direkt am Hirn ankommt. Also einfach nicht beachten, wenn ich Quatsch erzähle. Hier kommen jetzt ein bisschen Grün hin. So auf diese unterschiedlichen Linien, vielleicht auch so ein bisschen ans Meer vorne. Es muss ja auch alles gar nicht so echt aussehen, toll aussehen. Das ist das Thema. Ja, könnte man auch eher in einem Braunton machen, weil wir haben ja noch gar nicht das neue Grün. Aber jetzt haben wir das so. Aber jetzt nehmen wir hier nochmal das andere Gras und da setze ich nochmal was. Was haben wir jetzt hier? Ich gucke mal, wie das abstempelt. Ja, das geht. Das ist also jetzt Espresso. Ich werde es nicht ganz so dunkel stempeln. Ich nehme hier mal meine Steine, setze die da hin und setze den Ansatz auf die Steine und dann hast du die Gräser dahinter sitzen.
Ja, das ist einfach die Maskiertechnik. Und da kriegen wir überall noch so ein bisschen die Gräser zwischen. Ich zeige das jetzt mal hoch. Ich werde wahrscheinlich nachher noch aus einem anderen Stempelset mir ein paar Möwen für den Himmel organisieren. Aber das Video soll ja auch nicht unendlich lang werden. Und du weißt ja, irgendwann bricht dann meine Technik zusammen. Aber wir bauen uns jetzt einfach mal die Seite zusammen. Den Rest mache ich wie bei Kappeln an der Schlei hinterher. Da legen wir es hin. Das kommt weg. Das kommt weg. Also es ist schon ein cooles Stempelset. Genau für solche Sachen gut gemacht. Okay. Jetzt Seite. So viel wie möglich in den Bildschirm. Und dann. Ich glaube, wir machen es so rum. Das setzen wir hier drüben hin. Und dann noch einen Millimeter kürzen. Das setzen wir hier hin. Da müssen wir auch noch einen Millimeter kürzen. Das hier ist unsere Mechanik. Man könnte es übrigens auch dahin setzen, sehe ich gerade. Es müsste gar nicht so weit drüben. Wenn ich rausziehe, ist es ja doch recht lang. Würde ich es wahrscheinlich hier hinkriegen. Ja, dann ist es hier. Ich schiebe es wieder rein. Da sitzt mein Hintergrund. Hier gucke ich nochmal, wo ich das genau aufklebe. Schaue, ob ich am Ende... Ich finde das cool mit dem Rand, oder? Wie findest du das? Ja, und hier nehme ich die Decke erstmal weg. Das setze ich so. Den Strand setze ich hier zwischen und das Wort Schönberger werde ich dann nachher noch lettern. Schreiben natürlich. Ja. Also setz mal Strand hier hin. So ein bisschen tiefer. Und Schönberger setzen wir dann handgeschrieben drüber. Mal den Strand gerade rücken. Leben tun wir später, wenn wir fertig sind. Ja, das ist so. Hier haben wir das. Dann hätten wir hier noch meine Decke. Da kann es auch sein, dass ich die noch mal irgendwo als Verbindungselement einbringe. Das schaue ich mir nachher einfach. Das weißt du, das sind solche Sachen, das ist ähnlich wie im Kappeln an der Schlei. Da habe ich auch irgendwann aufgehört und den Rest später gestaltet und am Ende war ich ziemlich zufrieden. Aber das setzt sich dann so der Reihe nach zusammen. Und das ist vielleicht bei dir ja auch so. Bei mir ist das hier. Also, der Februar. Ach, das Datum müssen wir auch noch reinmachen. Das machen wir mit den kreativen Tagen. Wird das dann gestempelt, genau. Ist soweit erstmal fertig. Wir haben die Poppin Flapcard als Technik für die Seite. Jetzt bin ich gespannt, was da im März kommt, aber vor allem bin ich gespannt, wie dir meine Seite gefällt. Ja, gib mir gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar, abonniere meinen Kanal. Alle Informationen findest du auch in der Beschreibung unter dem Video und hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.